Ja, liebe Biene, da sitzen wir wieder gemeinsam an deinem Tisch und setzen unseren Podcast fort. Heute mit dem Thema Achtsamkeit. Ja, hallo lieber Benny, schön, dass du da bist, Ja, dass wir wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen. ja, Achtsamkeit ist ja ein riesiges Thema Ja. und auch ein sehr filigranes Thema eigentlich auch. Ich finde jetzt auch ein sehr wichtiges Thema für das Leben eines Menschen, ist Achtsamkeit sehr wichtig. Aber bevor ich über Achtsamkeit spreche, würde ich ganz gerne noch etwas zu den Menschen sagen, die den Podcast hören. Und zuallererst möchte ich mich mal bedanken. Also es ist wirklich unglaublich, oder? Wie viele Voll. Leute den Podcast hören und wie viele Abonnenten wir schon haben und wie viele tolle Kommentare. Also, dass ihr auch wisst, ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar. Nur kann ich nicht antworten. Also das ist auch etwas, was vielleicht viele nicht verstehen, aber wenn ich da einmal anfangen würde, eine Antwort zu geben, das geht einfach nicht. Das geht auch bei Facebook nicht. Ja, vor allem, wem antwortest du und wem antwortest du nicht? Da geht es ja dann auch schon los, ne? Ja, also ich finde es jetzt grundsätzlich einfach ein Problem. Also das ist ja auch bei Facebook. Es ist genauso, wie du sagst, bei wem antwortet man und bei wem halt nicht. Und dann fühlt sich der eine da vielleicht hinten angestellt. Manchmal denke ich mir natürlich schon bei den Kommentaren, ja, das ist eine gute Frage. Also da würde ich jetzt ganz gern darauf antworten. Aber wir haben vorhin ja gerade ein bisschen drüber geredet und vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Podcast, wo einfach gesammelte Fragen dann so ein bisschen beantwortet werden. Weil ich Ja. natürlich schon verstehe, was ein bisschen bei den Podcasts, ich meine, es ist überall, es ist auch bei den Abenden so, gell? Diese Fülle an Informationen, die kann man einfach nicht in 30 Minuten weitergeben. Aber auch da haben wir uns ja was überlegt, dass wir sagen, wir machen einfach zu einem gewissen Thema vielleicht noch einen zweiten und vielleicht sogar noch einen dritten Podcast. Wie zum Beispiel Atlantis. Genau. Oder Also das finde ich jetzt auch sehr gut. Und mir ist das schon bewusst. Also man kann natürlich, also die Leute sind eh so toll. Ja, also das ist wirklich, die sind wirklich richtig toll ja. und verstehen auch vieles. Und natürlich verstehe ich aber auch, dass manchmal Sachen dabei sind, die sie dann nicht verstehen, weil es einfach ein bisschen wie aus dem Zusammenhang ist. Aber das muss man halt machen, wenn man so einen Podcast macht. Ja. Ja, ja. Aber nochmal wirklich danke, danke, danke. Ich freue mich da wirklich sehr und ja, hat sich gelohnt, dass wir es machen. Ja? Finde ich auch. Und auch vielen, vielen Dank von mir. Und die allernötigsten, wichtigsten Fragen, wenn es dann wirklich so weit kommen sollte, kann ja ich auch kurz noch beantworten. Ja, das machst du eh. Also manchmal, ja, Ja. schreibst du was. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass die Menschen wissen, dass ich es auch durchlese. Und ich bin ja sowieso, also schon immer so ein Mensch, auch bei Facebook. Ich bin der stille Leser, aber ich bin ein Leser, der wirklich alles sehr achtsam liest. Da sind wir gleich beim Thema Auf Achtsamkeit. jeden Fall, ja. Und ich finde es auch wichtig den Leuten gegenüber. Also sie nehmen sich die Zeit, was zu schreiben und ich nehme mir die Zeit, es zu lesen. Ja, ist wunderschön. Ja. Super. Also ich sage es nicht nur so, sondern es Ja, ja. ist wirklich so. Ich weiß ja, dass es so ist. Ja, ja aber manche denken sich vielleicht, naja, sagen kann sie viel, aber es stimmt halt wirklich. Wo wir dann gleich beim Thema Achtsamkeit sind. Ja. Ja. Wo würdest du denn da anfangen bei diesem feinen, subtilen Thema? Also bei der Achtsamkeit, es ist ja auch ein göttliches Attribut, ist es so, dass Achtsamkeit sich sehr unterscheidet von fast allen anderen göttlichen Attributen, weil Achtsamkeit erstmal sehr schwer zu fühlen ist. Also im Gegensatz zu anderen göttlichen Attribute wie Vertrauen, Geborgenheit, Liebe, das kannst du ja gut in dir fühlen. Achtsamkeit kannst du weniger gut fühlen. Und Achtsamkeit ist auch ein göttliches Attribut, was man erlernen kann. Also ganz viele andere göttliche Attribute kannst du nicht Ja, erlernen. spannend eigentlich, ne? Ja, also du kannst, wie willst du Geborgenheit erlernen? Das geht nicht. Oder Liebe erlernen, das geht nicht. Du kannst natürlich von deinem Bewusstsein her, wenn du ausgedehnt bist, hast du mehr Weitblick oder
gesammeltes Wissen. Aber letztendlich sind es Attribute, die man nicht wirklich lernen kann. Also nicht auf einem Seminar lernen kann, Genau. ne? Aber an einem Leben vielleicht mal oder mehreren Genau, Leben. durch Erfahrungen Genau. kann man es lernen. Und Achtsamkeit ist ein Attribut, was man weniger fühlt, aber dafür wirklich erlernen kann. Also das ist der Unterschied zu ganz vielen anderen göttlichen Attributen. Und was mich jetzt an Achtsamkeit persönlich so fasziniert, und deswegen habe ich es jetzt auch als erstes Attribut gewählt für diesen Podcast, ist, dass Achtsamkeit ein Attribut ist, was uns Menschen, wenn wir es praktizieren, im Hier und Jetzt leben lässt. Wie kein zweites anderes göttliches Attribut. Also immer dann, wenn du achtsam bist, lebst du im Hier und Jetzt. Und wenn man sich die Zeit, also die Dualität anschaut, das Zeitempfinden anschaut, die Menschen empfinden, dass die Zeit immer schneller vergeht, dass man weniger Zeit für bestimmte Dinge hat, dass die Dualität sehr anstrengend ist, dass man oft sehr gestresst ist, verliert sich natürlich auch die Achtsamkeit. Und deswegen finde ich persönlich jetzt das ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass die Achtsamkeit uns erlaubt, im Hier und Jetzt zu sein und somit auch das Zeitgefühl verändert. Also wenn du sehr achtsam bist, hast du ein anderes Zeitgefühl. Das ist das Erste, was ich finde, was sehr wichtig ist. Und dann ist Achtsamkeit natürlich auch etwas, was dir viel gibt, wenn du es praktizierst. Und diese innere Haltung, also diese Energie, Achtsamkeit wird hauptsächlich dann oder wandelt sich um in eine erstmal innere Haltung. Also diese innere Haltung, dir bewusst zu machen, ich möchte ein achtsames Leben führen. Und das achtsame Leben beginnt, wie immer, bei einem selbst. Also es ist auch ein Attribut, was erstmal hauptsächlich dich selbst betrifft in deinem Leben, bevor du es mit in deinem Leben so integrierst, dass du es in deinem Alltag in bestimmten Situationen und mit anderen Menschen lebst. Ja, das wäre jetzt meine ersten Worte zu dem Attribut Achtsamkeit. Und wie lebst du deine Achtsamkeit im Alltag? Also für mich persönlich ist es ganz wichtig, wie gesagt, bei mir selbst immer anzufangen. Und ich beginne den Tag immer damit, dass ich erstmal Dankbarkeit empfinde. Für das, was einfach geschehen ist, für schöne Träume oder für, dass ich überhaupt wieder aufgewacht bin. Die Gedanken, wie möchte ich den Tag gestalten? Was ist für mich wichtig an diesem Tag? Wie möchte ich anderen Menschen begegnen? Was ist mir da wichtig? Wo setze ich meine Grenzen? Wo öffne ich mich? Also das hört sich jetzt alles so ein bisschen, das geht oft in einem. Also ich wache auf, mache meine Dankbarkeitsübungen, die mache ich immer, dann mache ich den Tagessatz und das ist halt ein Ritual, das mache ich schon so viele zig Jahre, dass ich das gar nicht so wirklich beantworten kann. Aber auf jeden Fall ist es diese Dankbarkeit, die mein Tag oder mein Tagesbeginn bestimmt. Und ganz wichtig finde ich jetzt so grundsätzlich bei der Achtsamkeit, dass man sich halt erstmal auch überlegt, wie achtsam ist man mit sich selbst. Ja, wie achtsam hörst du auf die Impulse deiner Seele? Wie achtsam hörst du auf die Impulse deines Körpers? Wie achtsam bist du gegenüber den Energien, die zu dir gebracht wurden? Wie achtsam gegenüber bist du den Träumen, die du in der Nacht gehabt hast? Wie achtsam bist du gegenüber der Natur, wenn du draußen bist? Wie achtsam bist du gegenüber den Tieren, die dir vielleicht beim Spazierengehen entgegenkommen? Oder wie achtsam bist du bei den Menschen, die dir begegnen? Oder wie achtsam bist du den Situationen, denen du ausgesetzt bist?
Und das ist aber ganz schön viel, Biene. Ja, das stimmt. Habe ich mir jetzt auch gerade so gedacht. Aber es ist halt diese Achtsamkeit, bestimmt halt mein Leben. Das gehört so sehr zu mir wie Vertrauen. Und ich glaube, im anderen Podcast war das auch bei der Spiritualität, die Achtsamkeit. Ja, haben wir mal Und drüber gesprochen. Ja. deswegen bin ich da jetzt auch immer, find ich persönlich jetzt nicht so der Mensch, der da so gut darauf antworten kann, wie ich praktiziere, weil ich einfach auch ein bisschen anderes Leben führe als die allermeisten Menschen. Ja, natürlich. Aber also, ich kann jetzt mit allem, was du gesagt hast, etwas anfangen. Das macht absolut Sinn und ist wunderschön. Und ich finde es auch, diesen Zusammenhang zu erkennen, du kannst ja anderen Menschen nur gegenüber achtsam sein, wenn du dir selbst Genau. gegenüber erstmal achtsam bist. Ja. Ne? Und das ist halt eine Sache, die man lernen kann. Also das Schöne ist, also nochmal, man ist im Hier und Jetzt, wenn du dir gegenüber achtsam bist. Dann bist du ja auch in der Stille. Also Achtsamkeit ist ja auch erstmal Stille, weil du ja auch hörst, was sagt dir deine Seele, was sagt dir dein Körper. Oder möchtest du den lauten Gedanken zuhören, die du ständig in deinem Kopf hast. Um diese Achtsamkeit zu praktizieren, brauchst du Stille. Und also das finde ich jetzt so mit das Allerwichtigste. Und das Leben im Hier und Jetzt. Ich meine, wir sind so oft beschäftigt mit dem, was bringt uns die Zukunft oder was ist morgen, was ist übermorgen, erzeugt bei vielen Menschen auch viele Ängste. Und bei der Achtsamkeit ist es halt so, dass dir das in dem Augenblick, wo du das erlernst oder erfährst, nicht erlaubt ist. Also da gibt es keinen Blick in die Zukunft. Bei der Achtsamkeit bist du immer bei dir im Hier und Jetzt und in der Stille. Und auch bei meinem Ritual, was ich jetzt so mache in der Früh, das hat sich jetzt alles natürlich sehr viel angehört, aber Es ist ein natürlicher Prozess. das ist für mich jetzt ein ganz natürlicher Prozess. Ich meine, wenn man es dann anfängt zu praktizieren, für Menschen, die erst damit beginnen, dauert es natürlich etwas länger. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich nehme mir in der Früh, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber 30 Minuten sind es schon. Ja, also es ist natürlich einmal die Frage, was kann man tun? Aber bei vielen ist, glaube ich, auch diese Überwindung, es überhaupt erstmal zu tun, da. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die überhaupt gar nicht erst das Bedürfnis haben, sich etwas Achtsamkeit zu schenken? Also ich glaube, dass es ein natürliches Grundbedürfnis ist, weil man möchte ja auch, dass andere Menschen einen Achtsamkeit entgegenbringen. Und ich glaube einfach, bei vielen Dingen im Leben braucht man eigentlich sich nur fragen, wie möchte man, dass die Menschen einen selbst begegnen. Und dann folgert man natürlich auch daraus, wie man selbst sein sollte, dass man das auch anzieht. Und das Zweite ist, dass die Achtsamkeit dir ja auch vieles gibt. Also sie schenkt dir sehr viel, wenn du es praktizierst. Also Achtsamkeit nimmt zum Beispiel sehr viel Ängste weg. Und wir wissen ja, wie viel Ängste die Menschen tragen. Also in der Dualität, zu Recht, ist eine schwere Zeit im Moment. Und viele Menschen haben mit sowas zu kämpfen. Und die Achtsamkeit kann diese Ängste transformieren. Also alleine dieses Wissen, finde ich, ist es Ist schon schon wert, ein Anlass. dass man sagt, genau, ein Anlass, dass man sagt, ich gehe in die Achtsamkeit. Also ich glaube, dass eher schwieriger ist beim Beginn, also wenn jemand anfängt mit Achtsamkeit praktizieren, das Hören. Also was will dir jetzt diese Stille sagen in dir? Weil es sind ja oftmals ganz laute Gedanken bei ganz vielen Menschen und die wirklich leisen Gedanken, also diese Hintergrundgedanken sozusagen, die Urgedanken, die in der Seele sind, das braucht halt ein bisschen Zeit, bis die hochkommen. Und
dann ist es aber wunderschön. Also sozusagen das Ich hinter dem Ich, dass das Ich beobachtet. Ja, genau. Also viele meinen ja, dass die oberflächlichen Gedanken die Gedanken sind, die wirklich wichtigen Gedanken. Aber das stimmt halt nicht. Also wenn man sich mal vorstellt, was der Mensch den ganzen Tag so denkt. Also einfach nur so vor sich hin denkt. Stell dir mal vor, Der Mensch wäre sich bewusst, dass er sich das alles den ganzen Tag vor sich hin denkt. ja, aber stell dir mal vor, es würde da mitgeschrieben werden und du würdest das am Abend lesen. Das wäre wahrscheinlich und total verwirrend und also einfach ganz ehrlich auch viel Müll dabei. Ja? Und die wirklichen, richtigen Gedanken, die können sich ja nur entfalten, wenn sozusagen dieser Müll aus dem Kopf draußen ist. Und das nennt man halt Achtsamkeit. Mhm. Und wenn du das für dich selbst entwickelst, dann kannst du halt auch anderen Menschen und jeden Lebewesen, also ob jetzt Tier, Natur, Naturgeister, Menschen, mit Achtsamkeit begegnen. Und dadurch verändert sich wirklich viel im Leben. Also wenn ich jetzt so mal ein bisschen weg vom Spirituellen, ja, wenn ich so bewege mich ja auch in der Dualität. Also vielleicht nicht so oft wie andere Menschen, weil ich viel Arbeit und in dieser anderen Energie bin, aber von Zeit zu Zeit natürlich auch. Und mir fällt einfach auf, dass zum Beispiel die Menschen fast nicht mehr zuhören können. Es ist wirklich schwierig, dass Menschen anderen Menschen wirklich zuhören. Und das ist zum Beispiel Achtsamkeit. Ja? Und wenn du die Fähigkeit besitzt, dass du einen Menschen wirklich zuhörst, dann erzeugst du sehr viel Vertrauen. Mhm. Und Vertrauen verschafft Geborgenheit und letztendlich auch Frieden. Mhm. Also und der Ansatz von allem ist immer diese Achtsamkeit. Und so, wie wir vorher gesagt haben, und deswegen lese ich auch sehr achtsam. Also ich überfliege es auch nicht. Wenn ich jetzt einen Kommentar lese, dann lese ich den wirklich achtsam. Mhm. Und damit beginnt halt für mich persönlich die Veränderung in der Dualität. Wenn man dieses Attribut tatsächlich lebt. Also man kann es wahrscheinlich nicht immer leben. Es wäre dann eine buddhistische Lebensweise, die wir ja auch, also die allermeisten Menschen ja kennen. Wenn du isst, dann isst du. Wenn du trinkst, dann trinkst du. Wenn du atmest, dann atmest du. Also das geht in unsere Dualität oftmals schwer mit. In der Welt, in der wir leben. Wir leben ja nicht auf dem Berg im Himalaya-Gebirge. Ne? Genau. Also wenn die Menschen, die müssen ja arbeiten aber dass man diese Grundhaltung in sich trägt, diese Achtsamkeit bei sich selbst zu erdecken, zu erlernen, auszudehnen, zu praktizieren und dann in die Dualität zu gehen, um bestimmte Zeiten in der Dualität auch wirklich tatsächlich diese Achtsamkeit zu praktizieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe, also ich treffe jetzt Menschen, die ich kenne und dann die mich ansprechen. Aber ich gehe immer ganz, ganz in der Früh, also eigentlich bei Sonnenaufgang, eine Stunde in die Natur. Und da bin ich schon sehr achtsam. Ja, und was bedeutet das dann, wenn du sehr achtsam bist beim Spazierengehen? Dass es in mir still ist. Also dass diese Stille sich in mir ausdehnen kann und dadurch sehr viel abfließt. Du nimmst ja auch sehr viel Energie auf, jede Nacht, also jeder Mensch. Und dieses Verteilen der Energien, das Abfließen von bestimmten Energien, die wieder abfließen sollten. Und die Reinigung der Oberfläche der Seele zum Beispiel. Auch ein spannendes Thema, können wir eigentlich gerne auch einen Podcast mal drüber machen, ne? Was so in der Nacht passiert. Genau. Und das Erden, also das bewusste Erden. Und ich atme auch bewusst beim Spazierengehen. Mhm. Also wenn, wie gesagt, da darf mir dann auch keiner entgegenkommen, deswegen gehe ich dann oft schon bei Sonnenaufgang. Und das ist so der Beginn, nachdem ich jetzt
meine Dankbarkeitsübungen gemacht habe. Bei mir sind es keine Übungen Ja, es hört mehr. sich lustig an, wenn du sagst Übungen. Nee, jedes ist es Mal. auch nicht mehr. Also das ist einfach so in mir drin. Dass du dankbar bist. Genau, aber ich mache es mir schon bewusst in der Früh. Ja. Also das ist, die Menschen wissen ja, ich mache einen Tagessatz, also frage die Tagesenergie ab. Und bevor ich dann das in die Erdung bringe, ist eben mein Ritual diese Dankbarkeit. Ja. Und das mache ich schon bewusst. Und weil ich es jetzt schon so lange mache, ist es auch so ein Gefühl in mir, ich bin wirklich für vieles sehr, sehr dankbar. Viele fragen sich ja auch immer, wie sie ihren Verstand stillkriegen. Ne? Das ist eigentlich die beste Übung überhaupt, ne? Mal ins Fühlen zu gehen. Was ist jetzt, hier und jetzt? Wenn man Genau. mal die Augen schließt, was ist denn dann noch da? Man sollte halt über einen gewissen Punkt hinausgehen. Das ist wichtig. Also ich glaube, ich kann es jetzt immer nur von meinen Einzelsitzungen sagen, die ich damals gegeben habe, was da immer großes Thema war bei den Menschen. Und das war eben oftmals diese lauten Gedanken, auch wenn man selbst still ist. Die Gedanken hören ja nicht sofort auf. Und da muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen. Das dauert halt einfach. Und es funktioniert jetzt auch nicht, dass man sich das verbietet. Das muss von alleine weggehen. Also das, wie es immer so schön heißt, die Gedanken ziehen lassen. Also erstmal einfach die Gedanken zu Ende denken, die man so hat und einfach still sein. Und irgendwann ziehen die Gedanken tatsächlich vorbei und dann kommen diese, also ich nenne es jetzt Urgedanken. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Mhm. Also auch etwas, was einen sehr zufrieden macht. Ja, wahrscheinlich. Kennst du das nicht? Doch, natürlich. Kennst du das nicht? Also ich habe halt festgestellt, was du nennst, die Achtsamkeitsübung, wenn ich einfach meine Augen schließe und nichts anderes mache, als ganz bewusst meinen Körper zu fühlen, dann denke ich nicht mehr. Weil meine Aufmerksamkeit im Fühlen ist. Genau. Die Energien in sich abzutasten und zu fühlen, was ist denn gerade da? Und zack, sind die Gedanken schon weg. Genau. Und das betrifft den Körper, aber es betrifft natürlich auch die Seele. Mhm. Also die Seele ist wirklich voller Weisheit. Das ist auch vielleicht etwas, was viele Menschen sich gar nicht so bewusst sind. Ja? Dass die Seele so voller Weisheit ist. Und zu hören, was die Seele dir sagen möchte, das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Ja, groß vor allem. Das ist auch ganz was anderes wie Intuition. Mhm. Ja, also das sind zwei verschiedene Dinge. Die Weisheit der Seele ist keine Intuition. Ich dachte, die Intuition ist die Brücke zwischen Weisheit der Seele Genau, und dir eine selbst. Brücke. Mhm. Eine Brücke. Aber die eigentliche Weisheit ist tiefer und die kann halt nur hervorkommen, wenn du wirklich still bist und zuhörst. Und das ist wirklich ein fantastischer Zustand. Also wenn man das oft macht, dann möchte man das immer wieder machen. Deswegen ist dann eigentlich so die Übungen für Achtsamkeit etwas, was man kaum erwarten kann, dass man es wieder machen kann, weil man dieses Gefühl wieder erzeugen möchte. Ja, ich kenne es schon auch, wovon du gerade sprichst, dass man es gar nicht mehr erwarten kann, seine Augen zu schließen, um wieder bei sich zu sein. Genau, Ne? genau. Das ist, Stille ist überhaupt etwas sehr Schönes. Also wenn man das kennt und wenn man damit in Kontakt tritt, dann ist es, also für mich persönlich jetzt, eins der schönsten Dinge überhaupt. Diese wirkliche Stille. Die Welt draußen ist so laut. Und die Dualität ist noch lauter. Und man wählt auch noch freiwillig zuzuhören. Naja, ob man es jetzt immer so freiwillig macht, also man wird ja auch oft gefangen genommen von Dualitätsenergien, von kollektiven Energien, die einen aufgebürdet werden. Du willst ja auch ein Stück weit natürlich ein höflicher Mensch sein. Und so geht es mir ja auch. Also es ist ja wirklich so, ich gehe jeden Tag in der Früh 1 Stunde spazieren. Und manchmal ist es aber so, dass selbst wenn ich ganz früh gehe, begegnen mir schon Menschen. Und natürlich wäre ich viel lieber alleine. Weil genau deswegen. Tust du es ja. Genau.
Aber ich möchte auch höflich sein. Und natürlich sage ich dann auch, guten Morgen und wie geht's? Und die meisten gehen dann mit. Und dann entwickelt sich halt ein Gespräch und klar, man kann sich dagegen nicht immer verwehren. Und es geht gar nicht. Was verändert sich denn ganz konkret im Leben, wenn man das tatsächlich jeden Tag umsetzt? Also ich finde jetzt, was sich am allermeisten ändert, ist eine ganz tiefe innere Zufriedenheit. Ängste lösen sich auf, finde ich auch sehr wichtig. Man setzt sich mit vielen Themen auseinander, die man sonst überhaupt gar nicht fühlen würde oder in Betracht ziehen würde, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Das ist gar nicht in den lauten Gedanken drin. Finde ich auch sehr wichtig. Und natürlich, dass man auch dann, wenn man es praktiziert gegenüber anderen Menschen, jetzt bleibe ich mal bei Menschen, meine aber alle Lebewesen, aber mal bei Menschen, dass es dir natürlich auch sehr viel zurückgibt. Wie gesagt, wenn du nur achtsam zuhörst, schaffst du Vertrauen. Vertrauen schafft Geborgenheit, Zufriedenheit, Frieden. Ja, das hast du eigentlich nochmal zusammengefasst. Genau, was du vorhin schon gesagt hast. Ja. Ja. Wir haben ja auch den Podcast über Spiritualität gehabt und dieses Feingefühl zu entwickeln, tatsächlich zu schauen, wer steht einem da überhaupt gegenüber. Ne? Wem kann ich überhaupt was erzählen? Wo finde ich da überhaupt eine Andockstelle auch? Ne? Da gehört ja auch sehr viel Achtsamkeit dazu. Ja, also wenn man es jetzt spirituell betrachtet, natürlich, also ich finde jetzt im normalen Alltag ist es für die Menschen schwierig, sich bei jedem Menschen zu überlegen, wie kann ich dem entgegentreten. Also das, glaube ich, funktioniert jetzt nicht. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass es im Alltag nicht funktioniert, weil die Menschen einfach sehr viel arbeiten müssen. Die haben Kinder, die müssen, was weiß ich, zur Kita fahren oder die Kinder von der Schule abholen, arbeiten gehen, die Männer müssen arbeiten gehen, dann wird Abend gegessen. Also du triffst ja immer ganz viele Leute, auch in deinem Beruf. Wie willst du da jeden Menschen, der vor dir steht? Ich glaube, dass man einfach in seinem privaten Umfeld schauen muss, bei Freunden, also Menschen, die einem näher stehen. Dass man da besonders die Achtsamkeit auch lebt und sich fragt, was kann ich erzählen oder wie kann ich mich äußern oder wie offen kann ich sein. Also im normalen Alltag, also ich überlege mir jetzt nicht, wenn ich im Schwimmbad bin zum Beispiel, wie begegne ich jetzt dem Menschen, der vielleicht neben mir gerade schwimmt und irgendwas zu mir sagt. Weißt du, wie ich meine? Also das machst du ja nicht. Also das finde ich auch übertrieben, das kann man gar nicht. Aber wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel zusammen bin, wir sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon befreundet und wirklich gute Freunde, natürlich bin ich da sehr achtsam. Ja, noch sehr viel mehr natürlich, gar keine Frage. Meine Frage ging ein, und das ist schön, dass du es auch gerade noch gesagt hast, sind über 20 Jahre, ne? 21 Jahre. Ging eigentlich eher so ins Spirituelle, weil, worauf ich hinaus wollte, war, dass viele Menschen so viel Spirituelles mit anderen Menschen teilen, obwohl die Menschen noch gar nicht wirklich bereit sind. Und ich glaube, da ist auch oft diese Achtsamkeit, die mangelnde Achtsamkeit. Ganz wichtig. Also ich sage es bei jedem Seminar, ich sage es ganz oft bei den Abenden. Es ist wirklich wichtig, dass man die Menschen dort abholt, wo sie auch gerade stehen und dass man nicht so übergriffig wird. Also das verschreckt die Menschen eher, als wie dass man ihnen was Gutes tut. Und dazu gehört natürlich auch Achtsamkeit. Also in dieser Achtsamkeit, wenn man sich in dieser Achtsamkeit befindet, dann ist es eigentlich nicht schwer. Man merkt es eigentlich gleich. Also ich merke es halt gleich, wie weit kann ich mich öffnen? Ja. Was wollen die Menschen hören? Ja. Was können sie nehmen halt auch, ne? Also ich habe eine Freundin,
kann ich ja vielleicht erzählen, gell? Das ist zwar privat, aber ich erzähle es trotzdem. Die kenne ich jetzt ein paar Jahre, ist mittlerweile auch eine gute Freundin von mir. Und wo ich die kennengelernt habe, die war wirklich überhaupt nicht spirituell. Also die kam aus einem ganz anderen Bereich und wollte eigentlich auch, also ich habe es gespürt, auch darüber gar nicht, also das Reden oder irgendwas hören. Und mit den Jahren, ohne dass ich wirklich viel gesagt habe, hat sie sich etwas mehr entwickelt und mittlerweile ist sie auch spirituell, ist jetzt auch die Schritte gegangen. Und was ich sagen will, ist ohne mein Zutun. Ohne dass ich jetzt gesagt habe, jetzt mach mal das oder tu mal hier oder da. Ja, das kennt man ja von dir überhaupt nicht. Nee, mache ich ja auch nicht. Und das ist mir auch das habe ich noch nie gemacht. Ja, was wäre das auch, ne? Ja, aber es machen viele. Ja. Also viele meinen, sich allen Menschen mitteilen zu müssen. Man möchte ja den Menschen eigentlich nur was Gutes tun. Die Frage ist halt nur, was ist gut für den anderen Menschen? Ja, was genau. empfindet er als gut? Und ich habe auch noch nie viel davon gehalten, jetzt auch bei anderen Themen. Also zum Beispiel, sag jetzt nochmal, gell? Wenn jemand sein Leben lang geraucht hat und dann bekommt er Lungenkrebs, dann gibt es die allermeisten Menschen, die dann sagen, hättest nicht geraucht oder Habe ich es dir nicht gesagt? Ja, was bringt es den Menschen? Das bringt ihm doch überhaupt nichts, gar nichts, außer dass er sich noch schlechter fühlt. Ja. Und ich kenne aber auch Menschen, die auch ohne Rauchen Lungenkrebs gekriegt haben. Also das kann man eigentlich so gar nicht sagen, aber du weißt, was ich meine mit dem Beispiel. Gell? Und da gibt es ja viele andere Beispiele auch, dass man den Menschen dann immer noch mal eins mit reindrückt, dass sie sich gleich noch mal schlechter fühlen. Und das war noch nie, also das habe ich noch nie gemacht. Naja, ich weiß ja, wie du da reagierst. Ja. Im Persönlichen auch, ne? Also noch achtsamer geht es eigentlich gar nicht. Es wird mir aber auch oft immer erst im Nachhinein bewusst, was du da eigentlich gesagt hast. So, ja, stimmt, ja, wunderschön, ja. Das andere hätte ich gar nicht hören wollen, ne? Ja, wenn man die Menschen mag, also jetzt so grundsätzlich, dann möchte man doch den Menschen was Gutes tun und ihnen nicht irgendwie das Leben noch schwer machen. Ich meine, das Leben ist eh schon schwer genug für die allermeisten Menschen. Ja. Ist so. Und wenn ich jetzt mit meiner Gegenwart jetzt auch nicht unbedingt spirituell etwas tun kann, dass es den Menschen besser geht, dann ist es doch schön. Also dann geht es ja mir auch besser. So ist es. Benny. War wirklich schön. Also ich freue mich, dass wir diese Podcast machen. Das ist einfach was Schönes. Sehr schön. Also ich habe lange Zeit wirklich erstmal ganz wenig erzählt bei den Abenden. Also ich habe im ersten Podcast auch erzählt, warum eigentlich, weil es mich ja immer zum Channeling führt und ich mit den Vorbereitungen beschäftigt bin. Aber auch, weil ich mir oft gedacht habe, es interessiert die Menschen auch gar nicht, was ich zu sagen habe. Also ich bin das Medium, ich gebe die Botschaften weiter, aber was ich persönlich jetzt zu sagen habe, ich meine, das weißt du ja auch, haben wir schon oft darüber geredet. Ich habe mir einfach auch gar nicht so vorstellen können, dass es die Menschen interessiert. Und erst, wo dann wirklich so viele Anfragen kamen und die Leute gesagt haben, ach, das ist aber schön, wenn du was erzählst, musste ich auch meine persönliche Grenze öffnen und mich trauen und dann etwas zu erzählen. Bis hin zum Podcast. Bis hin zum Podcast, was die allermeisten ja gar nicht wissen. So grundsätzlich bin ich eher ein schüchterner Mensch. Ja? Und ich stehe wirklich nicht gerne im Mittelpunkt. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Ja. Was hat genauso lange gedauert? Ich meine, du machst ja den Arbeit jetzt seit 25 Jahren. Ja, also, ja, da könnte man so viel dazu sagen, wie schlimm das am Anfang auch war, vor die Leute
Aber zu das, treten. liebe Biene, in Ist einem anderen in einem Podcast. anderen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.